Das Rätsel, wie Prinzessin Diana starb, fasziniert die Welt seit mehr als einem Jahrzehnt. War sie das Opfer eines Unfalls oder etwas Schlimmerem? Eine britische Jury aus 6 Frauen und 5 Männern muss darüber entscheiden. Diese Woche fuhren 3 Busse mit dem Untersuchungsrichter und seinen Geschworenen nach Paris, um den Alma-Tunnel zu besichtigen, den Ort, an der das Auto mit Diana und Dodi Fayed verunglückte. Es ist nun 10 Jahre her, dass wir diese schockierenden Bilder zum ersten Mal sahen, den zerstörten Mercedes. Die Trauernden, die ihnen in Paris die letzte Ehre erwiesen. Das tragische Spektakel der Beerdigung in London. Zehn Jahre später startet endlich die offizielle gerichtliche Untersuchung des Todes von Diana und Dodi. Sie wird rund 10 Millionen Pfund kosten und 6 Monate dauern. Das Gericht hat sich ungewöhnlich offen gezeigt und viel ungesehenes Videomaterial von den letzten 12 Stunden von Diana veröffentlicht. Es ist nun möglich, die Geschichte dieser Nacht minutiös nachzuerzählen. Die Aufnahmen zeigen kleine Details, wie zum Beispiel, dass Dodi und Diana fast 8 Minuten lang Händchen hielten, bevor sie ins Auto stiegen. Die Aufnahmen, die das Gericht veröffentlicht hat, sind sehr fesselnd, weil wir Sekunde für Sekunde sehen, was mit Diana geschah, kurz bevor sie starb. Das ist sehr eindringlich. Am eindringlichsten ist das vielleicht letzte Lächeln von Diana, das eine Kamera eingefangen hat. Der Untersuchungsrichter hat eine Liste mit 20 möglichen Fragen erstellt, die die Geschworenen prüfen müssen. War Diana schwanger? War Henri Paul betrunken? Welche Rolle spielten die Paparazzi und die Briefe von Prinz Philipp an Diana? William und Harry wollten, dass die Untersuchung transparent ist und so schnell wie möglich durchgeführt wird. Wenn Sie mit transparent gründlich meinen, dann besteht kein Zweifel daran, dass der Untersuchungsrichter gründlich sein will. Und was die Schnelligkeit angeht, so wäre es schade, wenn die Gründlichkeit der Schnelligkeit geopfert würde. Wir haben so lange darauf gewartet. Es soll so lange dauern, wie es am Ende eben dauert. Vor allem, wenn am Ende genug Leute zufrieden sind, dass die Wahrheit ans Licht kommt. 2 Jahre nach dem Unfall behauptete die französische Untersuchungskommission unter der Leitung von Richter Hervé Stephan, Henri Paul, der Fahrer des Mercedes, sei betrunken gewesen. In Großbritannien wurde ein Untersuchungsrichter ernannt, der jedoch starb, bevor er beginnen konnte. Der zweite Untersuchungsrichter beauftragte Lord Stevens, den ranghöchsten Polizisten Großbritanniens, mit den Ermittlungen. Im Dezember 2006 berichtete er. Nach den uns jetzt vorliegenden Beweisen gab es keine Verschwörung in Bezug auf den Tod der Insassen dieses Wagens. Ein paar Wochen nach dem Bericht trat der zweite Untersuchungsrichter zurück. Die dritte Untersuchungsrichterin, Lady Butler-Sloss, wurde daraufhin ernannt. Aber als Familienrichterin hatte sie ein Problem mit dem Verfahren. Es gab das Gerücht, dass Lady Butler-Sloss keine Geschworenen haben wollte und dass sie den Fall nicht öffentlich verhandeln wollte. Das wäre fatal gewesen und hätte die Verschwörungstheorien noch verstärkt. Als das Berufungsgericht auf eine Jury bestand, trat Lady Butler-Sloss zurück und sagte, sie habe nicht die nötige Erfahrung im Umgang mit Geschworenen. Der 4. Richter, Lord Justice Scott Baker, eröffnete schließlich die Untersuchung, die bei ungewöhnlichen Todesumständen eines Briten im Ausland gesetzlich vorgeschrieben ist. Ich bin mir sicher, was mit ihnen geschehen ist. Ich weiß, dass sie ermordet wurden. Die Geschworenen werden alle meine Zweifel der letzten 10 Jahre bestätigen, in denen ich dafür gekämpft habe, Gerechtigkeit für meinen Sohn und Prinzessin Diana zu finden. Man fragt sich, warum wir diese Untersuchung durchführen. Der einzige Grund ist, dass Al-Fayed reich ist und das britische Rechtssystem manipuliert hat. Es ist eines der fairsten der Welt und er war in der Lage, es für seine Zwecke zu nutzen, um diesen Zirkus zu veranstalten. 80 potenzielle Geschworene wurden vor den Königlichen Gerichtshof in London geladen und bekamen einen Fragebogen. Sie wurden gefragt, sind Sie mit der königlichen Familie, der Familie Al-Fayed oder der Familie Spencer verbunden?
Waren Sie beim MI5 oder dem MI6 beschäftigt? Waren Sie an der Untersuchung der Umstände der Todesfälle beteiligt oder haben Sie darüber berichtet? Von den 80 Personen, die hier befragt wurden, wurden 25 für tauglich befunden und gebeten, am Dienstag herzukommen. 55 wurden also disqualifiziert, weil sie mit den Beteiligten verwandt waren, für den MI5 oder den MI6 arbeiteten oder bestimmte Ansichten über den Fall hatten. Vor Gericht fand Lord Justice Scott Baker dramatische Worte. Sie werden im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen, wie noch nie eine Untersuchungsjury zuvor. Das werden wir alle. Sie dürfen sich davon nicht beeinflussen lassen. Sie müssen sich den Tatsachen emotionslos stellen und alles, was Sie außerhalb des Gerichts hören, außer Acht lassen. Catherine Whitty war die königliche Korrespondentin von Sky und arbeitet jetzt für Mohammed Al-Fayed. Sie war am ersten Tag im Gerichtssaal. Man hatte schon erwartet, dass am ersten Tag etwas Großes passieren würde. Dann begann der Untersuchungsrichter mit seinem Eröffnungsplädoyer und man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Es war nicht nur ein kurzer Abriss unangefochtener Fakten, sondern er sprach direkt über die Beweise. Er legte seinen Standpunkt dar, ziemlich subtil, aber doch sehr deutlich. Mohammed war anfangs ein wenig überrascht und die Anwälte sicher auch. Aber es zeigte einfach, dass das Phänomen Diana und der Prozess selbst an diesem ersten Tag immer noch die Macht hatten zu überschatten. Der Untersuchungsrichter erwähnte ein Gespräch zwischen dem Geschäftsführer des Ritz Hotels Frank Klein und Mohammed Al-Fayed, kurz nach dem Unfall. Er spielte darauf an, dass Mohammed es als Mord bezeichnete. Und die Frage des Untersuchungsrichters war, wie konnte er so kurz danach wissen, dass es Mord war? Die entscheidenden Aufnahmen wurden von 31 der 43 Überwachungskameras in Al-Fayeds Ritz Hotel im Zentrum von Paris aufgezeichnet. Was sehen wir? Wir sehen Diana und Dodi, wie sie in einen Aufzug steigen. Sie scheint ziemlich glücklich zu sein, warum auch nicht? Niemand hat bestritten, dass sie eine Beziehung hatten, und so sind Menschen dann eben. Sie glaubten, dass alles organisiert ist und sie zum Hinterausgang des Hotels gehen, um zu Dodis Wohnung zu fahren. Sie ahnten nicht, dass sie Minuten später tot sein würden. Von den 20 offensichtlichen Fragen, die bei der Untersuchung berücksichtigt wurden, war eine dominierend. War die Fahrtüchtigkeit von Oripol durch Alkohol oder Drogen beeinträchtigt? Guten Abend. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat bekannt gegeben, dass der Fahrer des Wagens, in dem Prinzessin Diana tödlich verletzt wurde, einen illegalen Blutalkoholspiegel hatte. Er soll mehr als 3-mal über dem französischen und mehr als 2-mal über dem britischen Grenzwert gelegen haben. Eine der interessantesten Aufnahmen wurde vor 4 Jahren auf Channel 5 gezeigt. Um 11 Minuten nach 11 gelingt es Henri Paul, dessen Alkoholwert angeblich 3-mal so hoch war wie in Frankreich erlaubt, sich beide Schnürsenkel zu binden. Er geht in die Hocke, wechselt vom rechten auf den linken Fuß und steht ohne fremde Hilfe auf. Für mich sah er ziemlich nüchtern aus. Ich glaube für jeden, der sich das Filmmaterial ansah. Er wirkte klar und nicht wie jemand, der betrunken war. Und ganz sicher nicht wie jemand, der sturzbetrunken war, wie die Zeitungen nach dem Unfall berichteten. Der Bericht von Lord Stevens besagt, dass Henri Paul im Hotel herumlief und sich offensichtlich normal benahm, ohne Anzeichen dafür, dass er unsicher war. Aber das Problem war, dass die Blutproben von Henri Paul einen hohen Alkoholgehalt aufwiesen. Wenn die Geschworenen davon überzeugt sind, dass Henri Paul nicht betrunken war, würden alle früheren Urteile in Frage gestellt. Der Untersuchungsrichter wies die Geschworenen darauf hin. Dass Beweise möglicherweise gefälscht wurden, um zu suggerieren, dass Henri Paul betrunken war, obwohl er es nicht war. Bei der Untersuchung von Dianas Tod hob der Richter hervor: Ob und wenn ja, aus welchen Gründen fürchtete die Prinzessin von Wales um ihr Leben? Im Oktober 1996 äußerte Prinzessin Diana in einem Brief an ihren Butler die Befürchtung, dass sie bei einem Autounfall sterben könnte. Ich sitze hier im Oktober an meinem Schreibtisch und sehne mich danach, dass mich jemand in den Arm nimmt und mich ermutigt, stark zu bleiben und den Kopf nicht hängen zu lassen. Diese besondere Phase in meinem Leben ist die gefährlichste. X plant einen Unfall mit meinem Auto, Bremsversagen und schwere Kopfverletzungen. Bei der Untersuchung verlas der Gerichtsmediziner eine Aufzeichnung eines Gesprächs, das Diana 1995 mit ihrem Anwalt geführt hatte, dem verstorbenen Lord Mishcon.
Ich sagte ihrer königlichen Hoheit, dass, wenn sie wirklich glaubte, ihr Leben sei bedroht, die Sicherheitsmaßnahmen auch in Bezug auf ihr Auto erhöht werden müssten. Ich konnte nicht glauben, dass diese angebliche Verschwörung wahr sein könnte und suchte das Gespräch mit Commander Jephson, der überraschenderweise sagte, dass er die Befürchtung für durchaus möglich hielt. Man bekam eine Vorstellung davon, wie schlau sie war, wenn sie auf einige der Gerüchte, die über ihre geistige Gesundheit in Umlauf waren, mit Humor reagierte. Ich kann mich erinnern, dass sie in einer Rede bei einer Spendenveranstaltung etwas aufgriff, das am Morgen in den Schlagzeilen stand. Sie sagte: Ich hoffe, dass ich zum Ende meiner Rede kommen darf, bevor die Männer in weißen Kitteln kommen, um mich abzuholen. Das sorgte für viel Gelächter. Ich kann ehrlich sagen, dass ich als jemand, der so lange mit Diana zusammengearbeitet hat und davor mit ihren beiden Söhnen, Diana als sehr besonnene Person erlebt habe. Sie arbeitete unter extremen Bedingungen, nicht zuletzt wegen der Öffentlichkeit, sondern auch wegen ihrer sehr unglücklichen Ehe. Ich habe nie Anzeichen dafür gesehen, dass sie labil, verrückt oder paranoid war. Im Juli 1997 hatte Diana sich aus ihrer unglücklichen Ehe gelöst und lebte ein Single-Leben. Mohammed Al-Fayed lud Diana und ihre Söhne nach Saint-Tropez in Südfrankreich ein. Hier begann ihre Romanze mit Dodi. 3 Wochen später kehrte Diana ohne ihre Kinder zurück, um auf die Johnny Call zu gehen, die 12 Millionen Pfund Yacht der Familie Al-Fayed. Während der Schiffsreise machte Diana ihre neue Beziehung zu Dodi Al-Fayed öffentlich. Das Paar sorgte für große Schlagzeilen. Prinzessin Diana schwankte zwischen dem Posieren für Fotos und dem Bitten um Privatsphäre. Am Samstag, den 30. August, verließen Diana, Dodi und ihr Leibwächter Trevor Rees-Jones die Jonica und erreichten den Flughafen von Olbia auf Sardinien. Dort bestiegen sie ein Privatflugzeug und flogen nach Paris, wo sie am kleinen Flughafen Bourget von Paparazzi empfangen wurden. Einer davon war Fabrice Chasseri. Seine Fotos fingen einen geschichtlichen Moment ein. Man kann Trevor und Cass Wingfield sehen, wie sie aus dem Flugzeug steigen. Das erste Mal, dass sich die 4 Personen trafen, die in dem verunglückten Mercedes sitzen sollten. In diesem Moment waren wir bei den Zollbeamten. Sie können Henri Paul hier sehen. Dodi stand nahe bei Henri Paul, dem stellvertretenden Sicherheitschef des Ritz. Henri Paul war ein Mann mit einer komplizierten Vergangenheit. Und das führt zu einer weiteren Schlüsselfrage bei den Untersuchungen. War der britische oder ein anderer Sicherheitsdienst in die Kollision verwickelt? Henri Pauls engster Freund sagte während der Untersuchungen aus, dass Paul nie von Sicherheitsdiensten bezahlt wurde, aber mit ihnen in Verbindung stand. Das stimmte mit dem überein, was er uns 2003 sagte. Ich habe immer gewusst, dass Henri Paul Kontakte zu den Geheimdiensten hatte. Aber im Zusammenhang mit seiner Arbeit, nicht mit Verrat oder Unternehmungen auf eigene Rechnung. Das ist nur ein Hirngespinst. War es die Tatsache, dass er den Job in dem Hotel hatte? Der brachte ihn in Kontakt mit dem britischen Geheimdienst und mit allen möglichen, zum Beispiel israelischen. Das Hotel hatte Kunden aus aller Welt. Lord Stevens sagte, dass einer der französischen Geheimdienste bestätigte, dass Paul ihnen bekannt war und mit Nachforschungen in Hotelkreisen beauftragt war. Aber was den MI6 betrifft? Wir haben 3 Wochen beim MI6 verbracht und uns die Unterlagen angesehen. Wir durften überall hingehen und haben all ihre Unterlagen so intensiv untersucht, wie es in diesem Land noch nie erlaubt war.
Wir haben keine Spuren gefunden, die von Henri Paul stammen. Wir haben auch keine Spuren gefunden, die die Theorie der Verschwörung zum Mord und der Verwicklung dieser Organisationen in diesen Prozess bestätigen würden. Am Samstag begleitete Henri Paul Diana und Dodi, als sie die Villa Windsor in der Nähe von Paris besuchten. Sie war früher im Besitz des Herzogs und der Herzogin von Windsor. Nun gehörte sie den Al-Fayeds. Sie war sich bewusst, dass sie eine potenzielle Herzogin von Windsor war. Eine Art schwarzes Schaf, das man sehr genau beobachten würde. Es gefiel ihr, sie ein wenig zu verärgern. Ich glaube, sie genoss es, wie sehr die Affäre mit Dodi alle im Buckingham-Palast verärgerte. So war es auch. Ein wenig Spaß an Vergeltung lag in ihrer Natur. Diana und Dodi fuhren dann zu einem anderen prächtigen Anwesen der Al-Fayeds in Paris, dem Ritz-Hotel. Neue veröffentlichte Aufnahmen der Ereignisse geben einen bemerkenswerten Einblick in die letzten Stunden des Paares. Um 16:55 Uhr schreiten sie durch die Lobby. Hinter ihnen ist Trevor Rhys-Jones. Eine Minute später kommen Diana und Dodi aus dem Serviceaufzug und gehen in die beste Suite des Ritz, die Suite Imperial. Vor 10 Jahren kostete eine Nacht hier 5.000 Pfund. Um 17:40 Uhr verlässt Dodi das Hotel. Henri Paul öffnet ihm die Tür von einem Auto des Ritz-Hotels. Dann wird Dodi zu Repossi gefahren, einem der besten Juweliere in Paris, gleich auf der anderen Seite des Place Vendôme. Was folgt, wirft ein Schlaglicht auf 2 Schlüsselfragen der Ermittlungen. Die Umstände im Zusammenhang mit dem Kauf des Ringes. Waren die Prinzessin von Wales und Dodi Al-Fayed im Begriff, ihre Verlobung bekannt zu geben? Dodi verbringt 7,5 Minuten bei Repossi. Dann kommt er mit einer Broschüre zurück ins Hotel. Er eilt nach oben zu Diana in die Suite Imperial. Dodi schickt einen der Hotelmanager, Claude Rollet, zu Repossi. Er ist hier mit dem roten Punkt markiert. Er kehrt mit einer Tasche mit 2 Ringen ins Ritz zurück. Er bringt sie nach oben zu Dodi in die Suite und behauptet, Dodi habe sich für einen Goldring aus der Serie Dis-moi oui, sag ja zu mir, im Wert von 130.000 Pfund entschieden. Rollet wird gesehen, wie er den Ring in den Tresor des Ritz legt und für ihn unterschreibt. Es ist umstritten, ob es sich wirklich um einen Verlobungsring handelte. Und es gibt auch eine Debatte über die Version des Juweliers Alberto Repossi, als er vom Untersuchungsteam von Lord Stevens befragt wird. Alles Fragen, die die Geschworenen zu klären haben. Kurz vor 7 Uhr verlassen Dodi und Diana das Hotel. Henri Paul stellt das Auto am Hinterausgang ab und verabschiedet sich ins Wochenende. Zumindest glaubt er das. Weder die französische Polizei, noch Lord Stevens, noch der MI6, noch der französische Geheimdienst haben es in mehr als 10 Jahren geschafft, einen der Schlüsselmomente zu durchleuchten. Wo hielt sich Henri Paul am 30. August 1997 zwischen 19 und 22 Uhr auf? Währenddessen gingen Dodi und Diana zu Dodis Wohnung in der Rue Arsène-Houssaye Nummer 1 in der Nähe der Champs-Élysées und tranken Champagner. Dodi hatte für 21:30 Uhr einen Tisch in einem schicken Pariser Restaurant reserviert. Aber um 21:40 Uhr stornierte er, weil draußen eine große Menschenmenge war. Also beschlossen sie, zum Abendessen ins Ritz zurückzukehren, wo sie entspannt sein konnten. Laut der Videoaufzeichnung kamen sie gegen 10:10 ins Ritz. Dodi soll angespannt gewirkt haben, denn die Anwesenheit der Paparazzi habe ihn beunruhigt. Weil das Paar unerwartet zurückgekommen ist, wird Henri Paul angerufen und fährt in seinem Mini vor dem Hotel vor. Der rote Punkt kennzeichnet ihn. Die Außenkamera zeigt an, dass es 9 Minuten nach 10 ist. Als er reinkommt, sagt die Innenkamera, dass es 7 Minuten nach 10 ist. Es gibt kleine Diskrepanzen bei den Zeitangaben der Kameras. Das Überwachungsmaterial hat tatsächlich so viel gezeigt.
Einer der interessanten Punkte war, dass wir, sobald Henri Paul ins Hotel zurückgekehrt war, sehen, wie er mit dieser Autoritätsausstrahlung, die er hatte, zur Bar geht. Er wurde zurückgerufen. Wir wissen nicht genau von wem, aber jetzt war er wieder bei der Arbeit. Er war davor außer Dienst. Es gibt diese 2 oder 3 Stunden, in denen wir nicht genau wissen, wo er war. Um 22:20 Uhr wird Dodi im Gespräch mit dem diensthabenden Nachtmanager Thierry Rocher gesehen. Er skizziert Dodi einen Plan, wie er das Hotel verlassen und in seine Wohnung zurückkehren kann. Der Plan war vertraulich, aber Henri Paul war einer der wenigen, der es wissen durfte. 5 Minuten später unterhält sich Thierry Rocher mit Henri Paul und einem anderen Mitarbeiter. Paul winkt dann dem Chauffeur zu, der Dodi und Diana zurück zum Hotel gefahren hatte. 6 Minuten später spricht Henri Paul wieder mit einem der Fahrer. Einer der wichtigsten Punkte bei der Veröffentlichung dieses Videomaterials war für mich die Rolle, die Henri Paul gespielt hat. Es scheint mir, dass er einen viel wichtigeren Platz in der Organisation einnimmt als Trevor Rees-Jones oder Kes Wingfield. Dafür gibt es eine Erklärung. Henri Paul war ein langjähriges Mitglied des Fayette-Establishments. Er war seit vielen Jahren im Ritz und er stieg auf der Hierarchieleiter im Ritz immer höher. Er hatte diese Beziehung, diesen Kontakt zu Dodi. Die beiden Sicherheitsbeamten hingegen hatten viel weniger zu sagen und warteten auf Informationen von Henri Paul. Um 22:34 Uhr verlässt Henri Paul das Hotel und geht zum Place Vendôme, wo er 7 Minuten lang mit den Paparazzi spricht. Um 22:43 Uhr betritt Henri Paul wieder das Ritz und geht an die Bar, um einen Ricard, einen Likör mit Anis, zu trinken. Eines von 2 Getränken, die er an diesem Abend im Ritz bestellte. Um 23:10 Uhr geht Henri Paul erneut zum Place Vendôme. Er unterhält sich mit dem Fahrer von Dodis Range Rover. Dann geht er zu den Paparazzi. Einige Leute scharen sich um ihn. 2 Minuten später ist er zurück im Hotel. Und dort bemerkt er, dass sich seine Schnürsenkel gelöst haben. Die Kamera zeigt, dass Henri Paul 44 Sekunden braucht, um seine Schnürsenkel zu binden. Besucher laufen um ihn herum und er spricht mit dem Hotelpersonal. Von hier aus geht er die Treppe hinauf zu den Leibwächtern vor der Suite Imperial, wo sich Dodi und Diana aufhalten. Ich war sehr verwundert, als ich die Bodyguards Wingfield und Rees-Jones vor der Suite Imperial sitzen sah. Ich war überrascht, wie viel Aktivität im Vorraum der Suite war. Ein Grund, warum sie außerhalb der Suite waren, war, dass sie über den Fluchtplan informiert werden sollten. Scheinbar wurde entschieden, dass Kes Wingfield mit einem Auto von vorne und, um die Paparazzi zu täuschen, Trevor Rees-Jones, Diana und Dodi mit Henri Paul von hinten losfahren sollten. Henri Paul ging die Treppe hinunter und wieder hinaus, um mit den Paparazzi zu sprechen. Es ist jetzt 23 Minuten nach 11. Der Plan braucht 3 Autos, Dodis Range Rover und 2 identische Mercedes, einen vorne und einen hinten. Wir warten auf Prinzessin Diana. Die Menge, die sich auf dem Place Vendôme versammelt, um Diana zu sehen, hat keine Ahnung von dem Plan. So hat eine australische Touristin alles wahrgenommen. Ich sollte nicht hier sein, ich werde noch überrannt. Um 10 Minuten vor Mitternacht begibt sich Henri Paul zum 4. Mal zum Place Vendôme, wo er vor einer großen Menge von Schaulustigen und Paparazzi steht. Für den Untersuchungsrichter ist dies ein weiterer wichtiger Moment.
Wessen Entscheidung war es, dass die Prinzessin von Wales und Dodi Al-Fayed durch den Hintereingang gehen und dass Oripol das Auto fährt? Das hat uns Mohammed Al-Fayed vor 4 Jahren erzählt. Dodi hatte mich angerufen, es war gegen 0 Uhr. Er sagte nur, ich fahre jetzt in die Wohnung und da sind eine Menge Paparazzi. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Der Place Vendôme ist voller Menschen. Ich sagte, bitte, es ist so gefährlich, bleib einfach im Hotel, du brauchst nicht rauszugehen. Und er sagte, ich denke, du hast recht. Nachdem Dodi mir versichert hatte, dass er nicht rausgehen wird, ist Oripol um Mitternacht zu ihm gegangen und hat ihn überzeugt. Er sagte, kein Problem, wir gehen durch den Hintereingang, alles ist in Ordnung. Ich kenne den Weg und alles ist vorbereitet. Und Dodi hat seine Meinung geändert. Eine andere Theorie hat Lord Stevens. Der glaubt, dass der Plan mit dem Köderwagen die ganze Zeit Dodis Idee gewesen ist. Lord Stevens berichtet, dass Mohammed Al-Fayed ihm gesagt hat, dass Dodi aus romantischen Gründen in seine Wohnung zurückkehren wollte, um Diana den Verlobungsring zu geben. Die Geschworenen werden sich diese Beweise ansehen und über die Wahrheit entscheiden müssen. Kurz nach Mitternacht wartete die Menge vor dem Ritz. Der Lockvogel, hier mit einem Bart, betritt das Hotel und geht an Henri Paul vorbei. Zur gleichen Zeit überprüfen die Leibwächter im Obergeschoss, wie Diana und Dodi das Hotel über den Serviceaufzug an der Rückseite verlassen können. Unten hat Henri Paul seine letzte Besprechung mit den Fahrern der Lockvogelwagen. 4 Minuten später sehen wir Prinzessin Diana aus der Suite kommen. Diana und Dodi unterhalten sich mit dem Leibwächter Cass Wingfield. Obwohl es offensichtlich Unstimmigkeiten mit den Leibwächtern über den Fluchtplan aus dem Ritz gab, war die Stimmung nicht angespannt. Und als sie sich zum Aufbruch bereit machten, schien Diana zu kichern. Sie schien sehr entspannt zu sein, als sie die Suite Imperial verließ. Als sie in den Aufzug stieg, war sie recht fröhlich, scherzte mit allen Beteiligten. Niemand schien besonders angespannt. Cass Wingfield ging zu den Lockvogelwagen an der Vorderseite, während Diana, Dodi, Henri Paul und Trevor Rhys-Jones den Korridor entlang zum Serviceaufzug gingen. Diana ist vergnügt, scherzt mit Dodi und wirkt gelöst. Trevor Rhys-Jones steht in der Nähe von Henri Paul und wie er gegenüber Lord Stevens ausgesagt hat, hat er nicht nach Alkohol gerochen. Er war bei der Arbeit und wirkte nüchtern auf mich. Er verhielt sich nicht so, dass man denken könnte, dass er Alkohol getrunken hat. Wenn Henri Paul betrunken war, dann ist er nicht gefahren. Das ist nicht nur eine Sicherheitsfrage, sondern auch einfach der gesunde Menschenverstand. Und selbst wenn die Entscheidung dann schlechte Stimmung verbreitet, dann ist das ebenso. Ich kann ganz klar sagen, dass er aus meiner Sicht stocknüchtern war. Diana, Dodi und die anderen warteten nun am Angestelltenausgang. Für Diana ist es ein krasser Gegensatz zur königlichen Routine und dem Schutz von Scotland Yard. Sie hat erwartet, dass diese Sicherheitsentscheidungen für sie getroffen werden, so wie Mitglieder der königlichen Familie das erwarten, wie auch Premierminister und Präsidenten. Ich habe mit allen denkbaren Staatsoberhäuptern in der westlichen Welt zusammengearbeitet. Und sie alle lassen sich von ihren Sicherheitsleuten leiten. In diesem Fall scheint es, dass es diesen Ratschlag nicht gab. Was wir hier sehen, zeigt, wie nahe sich Diana und Dodi in dieser Nacht standen. Dianas rechter Arm liegt hinter ihrem Rücken und sie halten Händchen. An einer Stelle sieht es so aus, als würde Dodi ihren Hals berühren. Henri Paul geht hinaus, um zu sehen, ob der Mercedes da ist. Er scheint einem der Paparazzi zuzuwinken.
Drinnen halten Diana und Dodi immer noch Händchen. Es dauert 7 Minuten und 48 Sekunden. Dann salutiert die Prinzessin spöttisch vor Henri Paul. Man kann ihren Sinn für Humor in diesen Aufnahmen erkennen. Besonders was das Personal, die Dienerschaft betrifft, hatte sie zu Recht den Ruf, jemand zu sein, mit dem man leicht arbeiten konnte. Um 19 Minuten nach Mitternacht kommt der Mercedes endlich am hinteren Teil des Ritz an. Henri Paul, Trevor Rees-Jones, Diana und Dodi gehen zu dem wartenden Fahrzeug. Die Prinzessin scheint ihr Gesicht abzuschirmen. Das Auto fährt los. Vor dem Hotel setzen sich die Lockvogelwagen in Bewegung. Die Paparazzi laufen durcheinander, als sie merken, dass sie getäuscht wurden. Diana und Dodi mit Henri Paul am Steuer haben einen Vorsprung. Die Jagd geht los. Ihre letzten Stunden verbrachte Prinzessin Diana im Ritz Hotel in Paris. Viele ihrer letzten Momente wurden auf Videos festgehalten, die vom Untersuchungsrichter veröffentlicht wurden. Um 20 Minuten nach Mitternacht fuhr der Mercedes mit Diana vor den Paparazzi vom Ritz weg. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass wir in das Fahrzeug stiegen, losfuhren und die Paparazzi, die sich hinter dem Hotel befanden, uns folgten. Der kürzeste Weg vom Ritz zu Dodis Wohnung führt über die Champs-Élysées. Aber wie das Video der australischen Touristin zeigt, war in dieser Nacht viel Verkehr. Am Place de la Concorde fährt Henri Paul nicht die Champs-Élysées hinauf, sondern geradeaus an der Seine entlang. Der Mercedes sollte nun kurz vor dem Alma-Tunnel abbiegen, wie die rote Linie zeigt. Wenn er in den Tunnel fährt, entfernt sich der Mercedes von Dodis Wohnung. Wir wissen jetzt, dass der Mercedes mit einer Geschwindigkeit zwischen 98 und 100 Stundenkilometern unterwegs war. Der Untersuchungsrichter sagte dazu: Henri Paul kannte Paris. Irgendetwas hat ihn also veranlasst, von der offensichtlichen Route abzuweichen und in den Tunnel zu fahren. Die Frage ist, warum ist er an der Ausfahrt kurz vor der Unterführung vorbeigefahren? Wurde der Mercedes daran gehindert, die Ausfahrt zu nehmen? Der Untersuchungsrichter wies darauf hin. Hat ein Fiat Uno oder ein anderes Fahrzeug die Kollision verursacht oder dazu beigetragen? Die Pariser Polizei hat Fragmente des Rücklichts eines weißen Fiat Uno im Tunnel gefunden. War er dem Mercedes in die Quere gekommen? Nachrichtenberichte 18 Tage nach dem Unfall stellten die Verbindung her. Der Außenspiegel des Mercedes wurde an dieser Stelle gefunden, zusammen mit Lackspuren eines anderen Autos und Scherben eines Fiat-Rücklichts. Der Mercedes wurde gegen die rechte Wand geschleudert und in den 13. Pfeiler in der Mitte des Tunnels. Die französische Polizei untersuchte 4.668 Fahrzeuge, fand aber keinen Fiat Uno, der auf diese Weise beschädigt worden war. Al-Fayed beauftragte ein Team von pensionierten französischen Polizisten, die behaupteten, das Rätsel gelöst zu haben. Auf einem Feld fanden sie diesen Fiat. Das Rücklicht war gerade ausgetauscht worden. Er gehörte einem Mann, der den Sommer damit verbracht hatte, Dodi und Diana zu fotografieren. James Andonson. Er war einer der berühmtesten Paparazzi der Welt. Er hatte einen weißen Fiat Uno. Und der Untersuchungsrichter fragte sich: War James Andonson in der Nacht des Zusammenstoßes in Paris? Er war im Jahr 2000 Thema einer französischen Fernsehsendung. Dieses Auto hat 325.000 Kilometer zurückgelegt. Eines Tages machte ich ein paar Fotos von Giovanni Agnelli, dem Chef von Fiat, auf seiner Yacht. Ich schoss ein paar Fotos und am nächsten Tag traf ich ihn im Hafen von Saint-Tropez. Ich erzählte ihm, dass ich mit dem Auto 200.000 Kilometer zurückgelegt habe. Und er sagte: Hey, wenn du 500.000 gefahren bist, schenke ich dir ein neues. Andonson erzählte den Leuten, dass er in der Nacht des Unfalls im Tunnel war. Elizabeth Dart, die Witwe eines seiner Freunde, sagte uns, dass er vor 5 Jahren behauptet hatte, er sei am Unfallort gewesen.
Er sagte zu mir, er sei im Tunnel gewesen, aber er wurde nicht von der Polizei gefasst. Dafür war er zu gerissen. Lord Stevens hat mit Elizabeth Dart und ihrer Tochter Josephine gesprochen und sagte, sie scheinen glaubhafte Zeugen zu sein, die nichts gewinnen, wenn sie sich ein solches Gespräch ausdenken. Dennoch glaubt Lord Stevens der Geschichte von Hendonceau nicht und denkt, dass er in der Nacht des Unfalls nicht in Paris war. Zu erwähnen ist noch, dass Hendonceau im Jahr 2000 starb, nachdem er sich in seinem eigenen Auto in einem verlassenen Waldstück angezündet hatte. Lord Stevens fügte hinzu, es gibt keinerlei Beweise, dass er ermordet wurde. Die Geschworenen müssen entscheiden, ob er eine wesentliche Rolle bei dem Unfall gespielt hat. Von der Untersuchung freigegebene Fotos geben einen Einblick in das Geschehen im Alma-Tunnel. 32 Minuten nach Mitternacht waren Dodi Al-Fayed und Henri Paul bereits tot. Prinzessin Diana befand sich in einem kritischen Zustand und wurde von Dr. Maillet erst versorgt, einem französischen Arzt, der durch den Tunnel fuhr. Die Bilder werfen eine weitere Frage auf. Waren die Handlungen der Paparazzi die Ursache des Zusammenstoßes oder haben sie dazu beigetragen? Diese Standbilder zeigen die Paparazzi, die sich im Tunnel herumtreiben. Obwohl Lord Stevens sagte, dass man das Verhalten als moralisch fragwürdig ansehen könnte, gab es keine Beweise dafür, dass sie etwas Falsches getan haben. Aber die französische Polizei verhaftete direkt 7 der Paparazzi und behielt sie über Nacht in den Zellen. Viele ihrer Fotos wurden beschlagnahmt und nie zurückgegeben, obwohl alle Untersuchungen ergaben, dass sie nicht zu dem Unfall beigetragen hatten. Die Rolle der Paparazzi wird von den Geschworenen geprüft. Außerdem müssen sie prüfen, hätte das Leben der Prinzessin gerettet werden können, wenn sie das Krankenhaus früher erreicht hätte? Der Krankenwagen fuhr nicht zur nächstgelegenen Klinik, sondern zum Petit-Salpêtrière, etwa 5 Kilometer entfernt. Es war 1 Stunde und 43 Minuten nach dem Unfall, als Diana im Krankenhaus ankam. Bei allen Untersuchungen wurde die Vermutung zurückgewiesen, dass es sich um eine Verschwörung handelte. In Frankreich ist es üblich, dass die Sanitäter versuchen, die Opfer noch am Unfallort zu stabilisieren und zu behandeln. Als Diana in den Operationssaal kam, befand sie sich in einem kritischen Zustand. Der französische Justizminister und der britische Botschafter waren im Krankenhaus eingetroffen und hörten die von allen gefürchtete Nachricht. Heute Nacht wurde die Prinzessin von Wales Opfer eines Autounfalls. Der Pariser Rettungsdienst war vor Ort und versuchte sofort, sie wiederzubeleben. Aber als sie hier ankam, hatte sie sehr starke Blutungen im Brustkorb. Und dann blieb ihr Herz stehen. Eine Thorakotomie ergab, dass ihre linke Lungenvene gerissen war. Obwohl wir die Wunde verschlossen und sie 2 Stunden lang eine interne und externe Herzmassage erhielt, konnten wir den Kreislauf nicht wiederherstellen. Und wir mussten um 4 Uhr morgens ihren Tod feststellen. Es war ein großer Schock. Und man denkt seltsamerweise, ich habe geschrieben, dass ein Teil von mir das Gefühl hatte, dass es unvermeidlich war. Sie hat nie halbe Sachen gemacht. Es war ein Schlag ins Gesicht. Ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe irgendwann versucht zu weinen, aber ich konnte nicht. Ich bekam kein Geräusch raus, weil ich so einen Kloß im Hals hatte. Es war einfach ein totaler Schock. Es war wie bei einem Fallschirmsprung, wenn der Boden unter dir wegbricht. Lord Stevens untersuchte in seinem Untersuchungsbericht die Behauptungen, der Tunnel sei zu schnell wieder geöffnet und gesäubert worden, was einer forensischen Untersuchung nicht förderlich war. Diese Bilder entstanden um 7 Uhr morgens nach dem Unfall, als ein Journalist in den Alma-Tunnel hinabstieg. Um 7 Uhr morgens ging ich in den Tunnel.
Den Alma-Tunnel, weil ich mir das von innen ansehen wollte. Ich war sicher, dass er abgesperrt sein würde. Aber er war komplett offen. Das hat mich überrascht, denn es ging um Diana. Sie war tot, das war eine große Sache. Ich war sicher, die Polizei würde den Tunnel schließen, sogar für mehrere Tage. Aber um 7 Uhr morgens war er völlig offen. Lord Stevens glaubte den Angaben der französischen Verkehrspolizei, dass die westliche Fahrbahn des Tunnels nicht vorzeitig wieder geöffnet wurde. Die grünen Reinigungsfahrzeuge fuhren hinein, um zu sprühen und zu kehren. Und offiziell war der Alma-Tunnel um 10:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Der Untersuchungsrichter hielt es für sinnvoll, dass die Geschworenen den Alma-Tunnel mit eigenen Augen sehen. Das hat es noch nie gegeben, dass eine Geschworenenjury ins Ausland reiste, um den Ort zu besuchen, an dem Menschen gestorben sind. Die Reise hatte ihre Tücken. Ein Polizist stürzte von seinem Motorrad. Die Räder der Busse, in denen die Geschworenen saßen, lösten sich. Und das war nicht das einzige Drama der ersten Woche. Der Untersuchungsrichter teilte den Geschworenen mit, dass sie sich mit einer überraschenden Entwicklung befassen müssen. Dieses Mal ist der Mann, der die Fragen beantworten muss, der Mann, der die Fragen während der Untersuchung gestellt hatte, Lord Stevens. Der Untersuchungsrichter sagte den Geschworenen: Es gibt eine offensichtliche Diskrepanz zwischen dem, was Lord Stevens zu den Eltern von Henri Paul sagte, als er sich am 8. November 2006 in Paris mit ihnen traf, und dem, was einige Wochen später im offiziellen Bericht stand. Das Team von Al-Fayed erkannte die Bedeutung der Kontroverse und forderte Antworten. Am 8. November ging Lord Stevens zu den Eltern von Henri Paul und sagte: Machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Sohn wird nicht dafür verurteilt, betrunken gefahren zu sein. Einige Wochen später wurde der offizielle Bericht veröffentlicht, wonach Henri Pauls Alkoholspiegel 3-mal so hoch war wie erlaubt und dass er, wenn er noch am Leben wäre, wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angeklagt werden würde. Es gibt also 3 Möglichkeiten für diese Diskrepanz, die in den polizeilichen Aufzeichnungen festgehalten ist. Die erste ist, dass er nicht weiß, was in seinem eigenen Bericht steht, was angesichts der Tatsache, dass er 3,7 Millionen Pfund Steuergelder gekostet hat, ziemlich skandalös wäre. Die zweite Möglichkeit ist, dass er die Eltern von Henri Paul angelogen hat, was wiederum schockierend wäre. Und die dritte Möglichkeit ist, dass zwischen dem 8. November und der Veröffentlichung des Berichts etwas passiert ist, das ihn irgendwie dazu gebracht hat, seine Meinung zu ändern. Und das ist es, was die Untersuchung aufklären muss. Wir werden abwarten müssen, welche Beweise Lord Stevens vorlegt. Aber es ist ziemlich seltsam, was er getan hat. Denn in seinem Bericht kommt er eindeutig zu dem Schluss, dass Henri Paul betrunken war. Der Untersuchungsrichter sagte: Ich vermute, dass Lord Stevens aussagen wird, dass er versucht hat, die Eltern von Paul zu beruhigen, dass ihr Sohn nicht komplett besoffen gewesen sei. Ein weiterer Punkt, den der Untersuchungsrichter ansprach, war ein hochexplosives Thema, das die Royals umtrieb. War die Prinzessin von Wales schwanger? Von dem Moment an, als sie starb, stand die Frage im Raum, ob sie schwanger war. Diese Fotoreihe zeigt die letzten Wochen, Stunden, Tage und Minuten von Diana. Ihr Bäuchlein führte zu vielen Spekulationen. Der Untersuchungsrichter sagte den Geschworenen: Sie werden auch Beweise dafür hören, dass Diana eine Antibabypille nahm. Es ist bekannt, dass eine Schwangerschaft in diesem Fall wissenschaftlich nicht eindeutig nachgewiesen werden kann. Aber Lord Stevens hatte keine Zweifel. Die Prinzessin von Wales war zu dem Zeitpunkt ihres Todes nicht schwanger. Unsere Schlussfolgerungen wurden durch gerichtsmedizinische Untersuchungen von Blut aus dem Mercedes bestätigt, das wir bei der Rückführung des Wagens in dieses Land gefunden haben. Nach den Aussagen ihrer engen Freunde und Bekannten war sie nicht verlobt und sie war auch nicht im Begriff, sich zu verloben. Dodys Vater glaubt das nicht, aber das müssen die Geschworenen beurteilen.
In den nächsten 6 Monaten werden die Geschworenen viele solcher Behauptungen und Gegenbehauptungen hören, innerhalb und außerhalb des Gerichts. Die Menschen werden sich leidenschaftlich und skeptisch äußern. Sie war nicht nur eine Prinzessin, ein hübsches Mädchen, das nebenbei ein bisschen Charity machte. Sie hatte einen enormen Einfluss. Und das ist ein Grund, warum mich diese Untersuchung so wütend macht, wenn ich daran denke, dass man sich so an sie erinnert. Das ist die ultimative Tragödie für Diana. Die Öffentlichkeit, so empfinden ich und auch einige meiner Freunde das, sollte ihr die Möglichkeit geben, in Frieden zu ruhen. Es ist natürlich faszinierend, aber wir normalen Leute werden nie die Wahrheit erfahren. Die Königsfamilie hat Diana rausgeworfen und sich von ihr abgewendet. Es wurde so viel Mist über Diana erzählt. Leute haben sie als psychisch krank bezeichnet. Es war sehr unfair. Und ihre Angst davor, nicht sicher zu sein, muss genau untersucht werden. Und deswegen sind wir hier. Wenn man genau schauen will, was passiert ist, könnte es etwas Ruhe bringen, den juristischen Prozess zu sehen, egal wie lange er dauert, egal wie teuer er ist, egal wie mühsam er zu sein scheint. Es gibt mir das Gefühl, dass, wenn es vorbei ist, wir der Wahrheit etwas näher sind. Die Geschworenen werden sich Zeit lassen und die forensischen Beweise genau anschauen. Ich glaube nicht, dass es so dramatisch wird wie in der ersten Woche. Der Untersuchungsrichter sagte, die Untersuchung wird auf 6 Monate angesetzt. Sie schauen auf Randgeschichten, die Schlagzeilen erzeugten. Aber was tatsächlich wichtig war, um zu schauen, ob Diana ermordet wurde oder nicht, war nicht greifbar. Möglicherweise lässt es die Geschworenen zurück, ohne dass sie Antworten auf ihre Fragen bekommen. Der Untersuchungsrichter erklärte den Geschworenen, wie wichtig das Verfahren ist. Eines der Ziele dieser Untersuchungen ist es, die Fakten gründlich zu untersuchen, damit der öffentliche Verdacht entweder ausgeräumt oder erhärtet wird. Wir werden eine entschlossene und gründliche Untersuchung der Beweise durchführen, damit der Grund für ihren Tod, wenn möglich, ein für alle Mal geklärt werden kann.